Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und wer von euch viele von diesen Dingern, also Festplatten, sowohl 3,5 als auch 2,5 Zoll rumliegen hat, der fragt sich natürlich ein bisschen, was kann ich damit machen? Und ein Beispiel, was ihr damit machen könnt, ist, ihr packt das Ding in ein NAS Network Attached Storage. Ist ja für die Private Cloud sicherlich ein großes Thema und Ugreen hat mit dem NAS Sync und in unserem Fall dem DXP 4800 Plus da was ganz Neues auf dem Markt und das schauen wir uns heute einmal an. Der Ugreen ist jetzt ganz neu auf dem Markt, der von anderen Platzhirschen bislang beherrscht wird. Wir haben hier in unserem Fall ein 4-Bay-System, also sprich, wir können 4 Festplatten verbauen. Dafür steht auch die 4 hinter dem DXP. Es gibt auch noch eine Variante mit 2 Festplatteneinschüben, mit 6 und mit 8. Also es ist eigentlich für jeden was dabei, sowohl fürs Büro als auch für das Homeoffice sozusagen. Was haben wir jetzt hier genau verbaut? Also wir haben ein NAS, das dürfte, denke ich, klar sein, mit dem UGOS Pro. Das ist das Betriebssystem, welches Ugreen speziell entwickelt hat für seine NAS-Systeme. Steht natürlich noch ganz am Anfang, gucken wir uns nachher in der Software auch mal an, wird sicherlich auch noch weiterentwickelt, aber damit steht und fällt natürlich so ein Gerät. Der Prozessor ist ein Intel 8505 5-Core-Prozessor mit 4400 GHz und wir haben DDR5-Speicher verbaut, in unserem Fall 8 GB, welches sich maximal bis auf 64 GB aufrüsten lässt. Die Systemfestplatte ist in unserem Fall auf einer SSD gelagert, das ist bei der 4800 Plus so mit 128 GB. Ansonsten ist das eMMC-Speicher, auf dem das Ganze abgespeichert wird. Wir haben ganz viele verschiedene Dateisysteme und verschiedene RAID-Konfigurationen. Wir können 4 Festplattenlaufwerke verbauen, sowohl 2,5 als auch 3,5 Zoll. Und wir haben noch 2 M2 NVMe-Steckplätze, die ihr quasi für eure SSD im Zweifel nutzen könnt. HDMI-Port mit bis zu 4K 60 Hertz ist an Bord. Wir haben ein 2,5 GB Ethernet-Port und einen 10 GB Ethernet-Port mit an Bord. Das ist tatsächlich schneller als mein Netzwerk hier zu Hause kann und wahrscheinlich auch viele andere, aber es ist halt, wenn ihr da ganz schnell sein wollt, auf jeden Fall gut, dass das direkt mit an Bord ist. Wir haben verschiedene USB-Anschlüsse mit an Bord, zum Beispiel an der Vorderseite als auch an der Rückseite. Die schnellen im Wesentlichen an der Vorderseite, die langsameren an der Rückseite, sodass ihr da auch schnell vorne mal was anstöpseln könnt. Wir haben einen SD-Karten-Slot mit an Bord, sodass ihr auch von der SD-Karte aus einlesen könnt. Und dann gibt es hier noch diverse Informationen dazu, was quasi der Strombedarf und was die Android-App und so weiter und so fort angeht. Spannend vielleicht noch die Größe, damit ihr so ein bisschen wisst, in welchen Dimensionen ihr euch bewegt. Der Karton ist auf jeden Fall riesig. Das Gerät an sich ist dann nachher wiederum halbwegs vom Format her in Ordnung. Es passen halt logischerweise auch 4 Festplatten rein. Also hier auf der Rückseite dann noch mal kurz eine Info dazu, was im Bereich Prozessor möglich ist. Wir können Docker verwenden, also sprich Programme in Docker ausführen. Das ist auf jeden Fall ein Highlight dieses Gerätes. Geht bei anderen Herstellern natürlich auch, aber hier direkt von Anfang an mit dabei, beziehungsweise wird mit der Software jetzt relativ zügig nachgeliefert. Wir können Virtualisierung mitmachen, wir haben eine Fotoalbum-Funktion mit an Bord, wir haben Video mit an Bord, wir haben Sicherheitsfunktionen mit an Bord, wir haben ein hochperformantes Operating System, wie es hier genannt wird, mit an Bord. Also da ist wirklich umfangreich was getan und vor allem die Hardware ist tatsächlich aktuell, glaube ich, im Markt definitiv eine, die man ganz, ganz oben einsortieren muss, vor allen Dingen, wenn man den Preis berücksichtigt, denke ich. So, als nächstes würde ich sagen, wir packen das Ding einmal aus. Das ist natürlich ein großer Karton, aber das Gerät an sich ist hoffentlich dann gleich etwas kleiner. Und ihr seht hier, die Beleuchtung ist nicht ganz optimal, weil ich einfach die Kamera nicht so hoch machen kann hier bei mir am Schreibtisch. Deswegen kommt es zum einen oder anderen Schattenwurf, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht weiter tragisch für den Inhalt. So, da klappen wir einmal aus und sehen im linken Bereich hier schon ein Pappkästchen, welches vermutlich Ladeteil, Netzteil und so weiter und so fort beinhaltet oder auch, wie man sagt, Accessoires. Dann haben wir hier einmal die ordentlich in Schaumstoff verpackte eigentliche Gerätehülle. Legen wir auch erstmal beiseite, gucken wir uns dann gleich nochmal genauer an. Da ist die Vorderseite, sehr gut. Und ansonsten ist hier unten auch noch Schaumstoff drin. Darunter ist nichts mehr, also ist es das schon. 2 Pakete, die wir uns angucken können. Und wir legen natürlich einmal los mit dem kleineren, gucken auch hier mal rein. Also da dürfte dann jetzt natürlich ein Netzteil drin sein. Okay, zunächst mal noch die Bedienungsanleitung. Und auch eine Garantiekarte. Okay, gucken wir mal rein.
Auf jeden Fall ein etwas dickeres Büchlein und auch auf Deutsch verfügbar. Da sollte hoffentlich dann im Zweifel alles erklärt sein, was sich nicht sowieso von selber erklärt. 2 Jahre Garantiekarte und hier unten drunter dann das von mir eben schon zitierte Netzteil. Einmal das eigentliche Netzteil, dann das Kaltgerätekabel oder vielmehr die Zuführung zur Steckdose. 150 Watt, wenn ich das da oben richtig lese, Output. Okay, ist ganz interessant. Tun wir aber auch mal beiseite. So, was haben wir hier noch? Okay, das sieht aus wie Wärmepads für die SSDs. Also wenn ihr da quasi die SSDs verbauen wollt, dann habt ihr hier noch entsprechende Wärmeleitpads, damit das Ganze auch nach außen getragen wird mit der Wärme. Dann haben wir hier, das sieht aus wie Netzwerkkabel. Gucken wir mal auch da rein, damit wir wissen, was wir hier alles haben. So. Ja, okay. Netzwerkkabel mit so Schutzkappen ist natürlich ganz gut gemacht. Sind auch Cat7-Kabel, brauchen wir natürlich auch, wenn wir die vollen 10 GB nutzen wollen, müssen wir ja auch mit entsprechenden Kabeln arbeiten. So, was haben wir hier unten noch? Einmal so kleine Schlüssel, die sind vermutlich für das Verschließen der Festplattentrays, sodass man die da öffnen und wieder verschließen kann. Und dann haben wir hier noch einen Schraubendreher, um entsprechend die Schrauben am Gehäuse beziehungsweise dann auch die M2 NVMEs verbauen zu können. So, dann das Gehäuse ist hier in einer kleinen Folie oder in einer etwas dünneren Folie verpackt, mit so einem Aufkleber oder einem Kleber unten zugemacht. Das geht schwer auf, ohne dass ich jetzt die Folie kaputt mache, aber gut, ist auch nicht weiter schlimm. Zur Not geht halt die Folie kaputt. So, jetzt hoffe ich mal, dass das hier, jetzt geht's, glaube ich, genau. Jetzt ziehen wir das gute Stück einmal raus, welches ja gleich unsere volle Aufmerksamkeit genießen wird, denn das gucken wir uns jetzt gleich mal im Detail an. Und ihr seht schon, das ist hier mit einer Metallhülle versehen. Das fühlt sich auf jeden Fall schon mal kühl und somit gut an. Sieht auf jeden Fall optisch aus meiner Sicht sehr ansprechend aus. Also finde ich wirklich, sieht gut aus. Und jetzt gucken wir uns das Ding auch mal im Detail dann noch an. Ja, dann schauen wir uns das Gerät nochmal im Detail an. Oben seht ihr die 4 Festplattenschächte, nummeriert von 1 bis 4. Darunter die Schlösser, wofür wir vorhin die Schlüssel gesehen haben. Und dann könnt ihr das hier einfach rausnehmen. Ob das 1, 2, 3, 4 funktional ist, es auf jeden Fall optisch vielleicht jetzt nicht ganz optimal gelöst. Im Gegensatz dazu funktional absolut hier die Trays. Da seht ihr auf der linken Seite die 2 Nüppel, die auch gummiert sind, um die Festplatte aufzusetzen. Auf der rechten Seite einfach rausziehen, einklipsen, wieder zudrücken. Und die Festplatten sind tatsächlich durch diese Gummierung auch relativ lautlos bzw. entkoppelt vom Gehäuse, wie man so schön sagt. Das sind die 4 Festplattentrays, unten drunter dann der Ein-Ausschalter ganz links, dann kommen Status-LEDs sowohl fürs Betriebssystem als auch die 4 Festplatten, unten drunter dann nochmal die Modellbezeichnung, in unserem Fall halt logischerweise DXP 4800 Plus oder je nachdem welches Gerät ihr dann habt. Das ist hier nicht so ganz sichtbar, hier nochmal, damit ihr es auch sehen könnt. Dann haben wir den Speicherkartenleser, sinnvollerweise an der Vorderseite verbaut, und auch die schnellen USB-Ports, sowohl USB-C als auch USB-A, sind an der Vorderseite verbaut, sodass ihr da zügigen Zugang auch zu euren Festplatten habt. Ansonsten hier, wie gesagt, im Metallgehäuse gefasst, finde ich persönlich wirklich richtig, richtig ansprechend. Ich mag ja dieses Grau, ja, ist so ein bisschen wie Space Grau so ähnlich. Gefällt mir wirklich richtig gut, diese Metallverarbeitung, im Gegensatz zu den Plastikgehäusen, die manch anderer Wettbewerber da am Markt bietet. Auf der Rückseite dann hier ein großer Staubschutzfilter, der magnetisch auf diesem riesigen Lüfter gelagert ist. Den könnt ihr dann natürlich hier abnehmen, um den dann sauber zu machen und dann auch wieder draufsetzen. Auch das finde ich sehr gut gelöst, rastet super ein. Dann hier der HDMI-Port, HDMI 2.0 mit 4K 60 Hertz. Dann haben wir hier weitere USB-Anschlüsse, so ihr sie denn benötigt. Und wir haben die 2 LAN-Ports, einmal mit 2,5 Gigabit und einmal mit 10 Gigabit. Das ist natürlich wirklich richtig, richtig fix, ne? Also wenn ihr da ein vernünftiges Netzwerk habt, dann könnt ihr da ordentlich was durch euer Netzwerk durchjagen. Das ist wirklich Top-Geschwindigkeit, gibt es aktuell ja auf dem Markt auch nicht viel mehr. Reset-Button und dann noch der Anschluss für den Strom. Auf der Unterseite habe ich die Klappe jetzt vorab mal ausgebaut, damit ich euch direkt zeigen kann, was hier zu sehen ist. Die Klappe seht ihr links oben liegen. Hier sind die RAM-Bausteine bzw. der Baustein. Wir können noch einen zweiten einklipsen und so noch weiter erweitern.
Und im rechten Bereich seht ihr dann die SSD-Anschlüsse für eure NVMe, so ihr dann welche verbauen wollt. 2 Anschlüsse sind vorhanden. Die könnt ihr dann hier einfach einbauen und vergesst bitte nicht, die Wärmeleitpads aufzubringen, damit die Hitze auch ordentlich abgeführt werden kann. Ja, aus meiner Sicht optisch und auch von der Verarbeitung her wirklich absolut gut. Da gibt es nichts zu mäkeln. Das ist alles richtig gut verarbeitet und dafür, dass es hier quasi sozusagen ein Vorserienmodell ist, muss man sagen, Top-Leistung. Ja, neben potenter Hardware ist es natürlich auch extrem wichtig bei einem NAS, dass ihr eine vernünftige Software habt, also sprich ein vernünftiges Betriebssystem. Und da muss man sagen, Yugos Pro, das ist das Betriebssystem, welches Ugreen für seine NAS-Systeme entwickelt hat. Das erinnert in vielen optischen Aspekten auf jeden Fall auch an einige andere Hersteller, die auf dem Markt sind. Und es ist so, dass hier auch tatsächlich der Ansatz gewählt wurde, das Ganze per Apps zu erweitern. Und ihr seht hier, dass wir so eine Art Betriebssystembildschirm auch haben. Hier haben wir zum Beispiel eine Auslastungsanzeige. Wir können hier quasi unsere Aufgaben angucken, also welche Aufgaben anstehen bzw. erledigt sind. Wir haben Benachrichtigungszentrale oder Mitteilungszentrale. Wir können unseren User administrieren sozusagen. Auch das funktioniert. Das sehen wir hier nochmal. Also all das ist hier möglich. Ihr habt auch oben, wie wir vorhin schon gesehen haben, so eine Art App-Menü. Ich habe mir alle Apps aber mal auf den Bildschirm gezogen hier, um es dann für euch halt ein bisschen einfacher zu machen. Systemsteuerung gibt es auch, wo ihr dann eben den administrativen Aufwand erledigen könnt und daneben habt ihr natürlich auch einen Speichermanager, wo ihr dann eure Festplatten entsprechend arrangieren könnt und ihr seht hier, wir haben hier tatsächlich bei meinen Festplatten ein Problem, das ist immer ganz wichtig, dass gerade bei solchen Backup-Systemen Hinweise kommen, wenn es Probleme mit den Festplatten gibt und das kann ich jetzt hier im Nachgang dann mir anschauen, woran es liegt und auch entsprechend beheben. Ansonsten ist natürlich die Möglichkeit, das Ganze per Apps zu erweitern, eine gute Geschichte, deswegen gibt es hier auch das App Center, wo ihr schon seht, es ist noch nicht ganz so gut gefüllt, aber es wird sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten werden da noch einige Apps dazukommen. Ich habe jetzt einfach mal alles installiert, um es einfach mal auszuprobieren. Nicht alles ist standardmäßig installiert. Zum Beispiel hier auch ein Sicherheitsmanager, der eure Daten nach Viren untersucht und so weiter und so fort. All das lässt sich hier realisieren und ein paar von den Apps zeige ich euch dann tatsächlich auch später nochmal. Wir haben aber hier als Beispiel auch noch eine DLNA-App, womit ihr dann quasi eure Medien im Netzwerk zur Verfügung stellen könnt. Auch das funktioniert mit gewissen Ordnern und so weiter und so fort. Die Backup-App zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Auch die Fotos-App zeige ich euch nochmal im Detail, weil es da noch ein paar spannende Features gibt. Und dann sind wir wieder beim App Center, wo es dann halt die entsprechenden Apps gibt. Ja, also insgesamt muss man sagen, das Ding ist auf jeden Fall schon ganz gut ausgereift, wird aber sicherlich noch besser. Ja, dann gucken wir uns mal beispielhaft ein paar Programme an, die für mich persönlich am wichtigsten sind. Und das Wichtigste für mich ist eigentlich das Programm, welches uns Backup ermöglicht. Also sprich, ein Backup von unserem Rechner oder von Ordnern auf unserem Rechner auf eben unserem NAS-System hier abspeichern zu können bzw. sichern zu können. Ihr seht hier, ich habe von meinem MacBook auch schon eine Aufgabe erstellt. Die seht ihr hier im unteren Bereich und wir können jetzt hier mal reingehen in die Synchronisierungsoption und dann sehen wir hier auch schon, dass hier ein entsprechender Ordner auf meinem Rechner, das ist mein eBay Kleinanzeigen-Ordner, also vollkommen irrelevant eigentlich, aber egal, für den Test habe ich es jetzt mal benutzt, auf das entsprechende Ziellaufwerk und den entsprechenden Zielordner gesichert wird und zwar in einer Echtzeit-Synchronisierung, also nicht manuell angestoßen, sondern kontinuierlich gesichert wird. Wir haben auch die Möglichkeit, neben der bidirektionalen Synchronisierung sowohl nur in die eine als auch in die andere Richtung zu sichern, logischerweise. Wir können Dateinamen oder Dateiendungen ausschließen und so weiter und so fort. All das ist möglich und wie ihr seht ihr nochmal, dass wir sowohl zwischen Echtzeit als auch manuell wählen können und wir können das Ganze auch mit einem Namen versehen, sodass ihr nicht den Überblick verliert. Also insofern, das ist schon auf jeden Fall so, dass man da relativ einfach auch seine Ordner sichern kann. Ihr könnt natürlich auch das Ganze NAS sichern auf einen Remote-Server, auf ein anderes Ugreen NAS zum Beispiel. Ihr könnt auch das Ganze wiederherstellen und eben auch von eurem eigenen Computer halt eben sowohl unter Windows als auch unter Mac entsprechend Ordner oder auch ganze Verzeichnisstrukturen dann absichern. Das Ganze ist auch mit einer Versionierung versehen, also sprich, wir haben ja auch eine App zur Versionsverfolgung mit an Bord, also insofern, das ist tatsächlich hier, dafür, dass es die erste Softwareversion ist das schon recht ausgereift. Es hat nämlich bei mir ohne Probleme funktioniert. Ich zeige es euch hier nochmal, hier seht ihr den entsprechenden Ordner. Da sind alle Dateien, die ich auf meinem Rechner habe, drin. Die werden jetzt synchron gehalten. Und da muss ich sagen, das hat tatsächlich hier im ersten Check von dieser sehr frühen Softwareversion schon hervorragend funktioniert. Muss es aber auch, denn auf das Backup wollen wir uns natürlich verlassen können und wollen da eben sicher gehen, dass unsere Daten auch abgesichert sind, so wir denn eine Aufgabe eingestellt haben.
Ja, die zweite App, die ich euch zeigen möchte, ist gar nicht, weil ich sie persönlich so super spannend finde, aber weil halt spannende Technik dahinter steckt. Denn die Fotos-App, und die sehen wir hier im linken Bereich nochmal, die beinhaltet bei Ugreen halt eben nicht nur die Verwaltung von Mediatheken, also von verschiedenen Fotos und so weiter und so fort, sondern kommt noch mit ein bisschen mehr daher, was halt eben das i-Tüpfelchen ist oder die Sahne auf der Torte, wie man so schön sagt. Neben Standardfunktionen wie herunterladen, das Ganze sicher in einen sicheren Nicht-Löschmodus versetzen sozusagen und drehen und so weiter und so fort. Das sind ja alle Standardfunktionen, die sind hier natürlich auch gegeben. Aber, und das macht es vielleicht nochmal spannender, es gibt halt auch die Möglichkeit, hier KI-Funktionen zu nutzen. Und zu dem Zweck habe ich hier jetzt einfach mal ein Bild reingelegt, welches Schrift beinhaltet und wollte euch jetzt mal zeigen, was dann passiert, wenn wir hier oben auf die Schrifterkennung klicken. Denn dann extrahiert das System aus diesem Bild, und hier ist es natürlich sehr vereinfacht, schwarze Schrift auf weißem Grund, ja, extrahiert hier den Text raus und den könnt ihr jetzt rauskopieren. Das sind Teile von den AI-Funktionen, die Ugreen hiermit verbaut, und ich will euch mal zeigen, was noch mehr geht, denn da sind einige andere auch noch mit dabei. Die müsst ihr übrigens teilweise manuell installieren, also sprich einmal draufgehen und installieren. Danach funktionieren sie aber dann halt automatisch, wenn ihr dann in den entsprechenden Bildern drin seid. Also, wir können hier verschiedenste Funktionalitäten nutzen, von der Personenerkennung, unscharfe Bilder erkennen. Wir können tatsächlich hier auch Bilder erkennen, wo vielleicht ihr in einer missgünstigten Lage, sprich ohne Kleidung drauf seid. Wir können auch Text erkennen und so weiter und so fort. Text haben wir ja auch gerade quasi gesehen. Ihr könnt eure Haustiere erkennen lassen, ihr könnt Personen erkennen lassen. All das funktioniert mit dem berühmten Stichwort AI, also Artificial Intelligence, und das sind alles Versionen 1.0, also sprich, da wird in Zukunft sicherlich noch deutlich mehr dazukommen. Und insofern muss man sagen, dass die Fotos-App hier definitiv auch Funktionen hat, die man von anderen Anbietern nicht kennt bisher und da definitiv auch schon ein bisschen weiter voraus ist, als das vielleicht andere große Hersteller von NAS-Systemen aktuell sind. Und ich hoffe mal sehr, dass Ugreen auch hier an diesen Funktionen noch weiterarbeitet, weil das halt eben aus meiner Sicht schon etwas ist, was das Ganze dann herausstechen lässt. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube tatsächlich, dass die Smartphone-App vielleicht noch wichtiger ist als dieses Web-Betriebssystem oder die App auf dem Rechner, denn damit könnt ihr alles administrieren auf eurem Telefon und das hat tatsächlich Ugreen sehr, sehr gut gemacht. Die App ist wirklich sehr umfangreich, ihr könnt in ganz viele Dinge reingehen, auch in viele Details, wie ihr hier seht, ihr könnt neu starten, runterfahren, ihr könnt den Status einsehen, Laufzeit, ihr könnt den Aufgabenmanager einsehen, ihr könnt den laufenden Status einsehen, ihr könnt eine Art Task Manager über die Dienste drüber gucken. Also das ist wirklich schon sehr, sehr umfangreich dafür, dass es ja quasi auch hier der erste Wurf der App ist sozusagen. Da lässt sich super viel über die App machen und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Konzept. Es ist halt ein End-Consumer-Ding und das lässt sich nun mal einfacher bedienen, indem man einfach eine App auf dem Smartphone hat, mit der man sein ganzes NAS administrieren kann. Hier seht ihr auch nochmal, wir haben rechts oben den Bereich Aufgabenzentrum, alle Aufgaben, die gerade laufen, gegebenenfalls könnt ihr einsehen, sowohl die in Verbindung direkt mit eurem Handy stehen, als auch die auf dem NAS gerade laufen. Ihr habt die Mitteilungszentrale, auch das haben wir schon gesehen, im UGOS Pro war das rechts oben quasi der Bereich, wo man sich anschauen konnte, was gerade an Aktivitäten gelaufen ist und wo es eine Information drüber gibt. All das lässt sich hier auch ohne Probleme einsehen. Ihr könnt auch löschen, lesen und so weiter und so fort. Im Block darunter dann alle Apps, das finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Ihr könnt hier alle Apps quasi aufrufen. Nicht alle lassen sich tatsächlich vom Smartphone auch bedienen, das ist, denke ich, klar. Aber viele lassen sich halt eben sinnvoll auch nutzen. Und da gehört es natürlich logischerweise zum einen der nicht der Taskmanager, sondern der Dateimanager dazu. Also sprich, ihr könnt auf euer NAS halt natürlich auch Dinge von eurem Smartphone hochladen oder auch herunterladen. Richtung ist dabei egal. Das ist zum Beispiel eine Funktionalität, die aus meiner Sicht natürlich sehr sinnvoll ist. Gibt aber noch weitere, wie zum Beispiel der Bereich Fotos. Auch der natürlich sinnvoll. Da könnt ihr in eure Fotos reingehen, auch hier runterladen, löschen und so weiter und so fort. Volle Administrationsfähigkeit. Und dann haben wir natürlich noch den Bereich Synchronisieren und Sichern. Und hier könnt ihr tatsächlich euer Smartphone, insbesondere natürlich die Fotos, auf eurem NAS sichern. Auch das finde ich ein ganz spannendes Ding, weil wenn ihr zu Hause seid, werden eure Fotos automatisch auf euer NAS geschoben. Wenn ihr nicht sowieso auf eurem Smartphone schon irgendeine Lösung dafür habt, ist das definitiv eine sehr, sehr gute Geschichte. Ihr könnt auch die Apps auf der Startseite bearbeiten, sodass ihr quasi einen Schnellzugriff noch konfigurieren könnt. Also das ist alles schon sehr durchdacht hier aus meiner persönlichen Sicht. Und auch im unteren Bereich noch sinnvolle Einstellungen oder beziehungsweise Überwachungsfunktionen, wo ihr sehen könnt, wie ist gerade die Auslastung auf eurem NAS, wie ist der Systemstatus, also sprich das, was wir in den Details auch gerade schon zum Teil gesehen haben.
Wie ist der Hardware-Status, also wie laufen die Lüfter, ist da vielleicht gerade eine Temperatur drin, die vielleicht nicht passt oder ähnliches. Aber ihr könnt diese Karten einfach auch noch verschieben oder auch neue hinzufügen. Aktuell sind es nur 4, aber ich bin sicher, da wird im Laufe der Zeit noch was dazukommen. Ihr könnt die Reihenfolge ändern. Also das ist alles schon sehr, sehr durchdacht und aus meiner Sicht eine der besten Apps, die ich bisher für NAS-Systeme gesehen habe. Sieht aus meiner Sicht auch optisch schön aus, also ich finde das optisch ansprechend, wie es aufgebaut ist, aber im Wesentlichen halt die Funktionalität sind jetzt schon so, dass ihr euer NAS aus meiner Sicht in wesentlichen Teilen über die Smartphone-App administrieren könnt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch das große Ziel, was Ugreen hier mit dieser großen Investition sozusagen in die App getan hat. Denn die ist definitiv für ein Erstlingswerk aus meiner Sicht über jeden Zweifel erhaben. Ja, ich kann nur sagen, probiert es auf jeden Fall mal selber aus. Gerade hier mit der App und so ist es super spannend. Das App Center lässt sich auch administrieren. Also all das, was aus meiner Sicht sinnvoll über das Smartphone zu administrieren ist, das lässt sich eben auch administrieren. Und da hat, glaube ich, Ugreen definitiv den richtigen Weg eingeschlagen und wird da sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten auch noch nacharbeiten. So, jetzt habe ich euch eine ganze Reihe von Infos zum neuen NAS-Sync von Ugreen gegeben, der NAS-Sync-Serie. Wir haben ja hier die DXP 4800 Plus uns angeschaut und wir fangen mal an mit der Zusammenfassung Optik, Haptik und Verarbeitung. Und da muss ich wirklich sagen, dafür, dass es die erste Generation ist das wirklich richtig gut gelungen. Mir gefällt es gut, es klappert nichts, es fühlt sich gut an, es ist mit dem Metall außenrum gut verarbeitet, beziehungsweise optisch auch ansprechend verarbeitet. Die Tasten sind gut eingepasst, die Anschlüsse sind gut verarbeitet. Ihr habt eine Vielzahl von Anschlüssen auf der Vorderseite, schnelle USB-Anschlüsse plus einen SD-Kartenleser. Ihr habt auf der Rückseite die Möglichkeit, noch viele andere Dinge anzuschließen. Ihr habt intelligente Lösungen, wie zum Beispiel diesen Staubschutzfilter, der magnetisch angebracht ist. Ihr habt HDMI mit an Bord, könnt das Ding direkt an den Fernseher anschließen und halt auch 10 Gigabit Ethernet mit an Bord, was dann für Geschwindigkeiten sorgt, die auch bei größeren Datenmengen überhaupt keine Probleme bereiten. Und gerade wo wir hier 4 Festplatten reinkriegen, geht natürlich auch eine Menge an Daten auf dieses Ding drauf. Wir können den RAM erweitern, wir können auch NVMEs einbauen, all das ist möglich und ist bei anderen Herstellern selbst in größeren Serien teilweise nicht verfügbar. Am Ende würde ich fast schon sagen, die Hardware ist aus meiner Sicht über jeden Zweifel erhaben. Gerade für ein Erstlingsmodell ist das wirklich top of the notch. Ihr habt genug Power, um viele Dinge zu machen, aber Hardware ist nicht alles. Ihr habt auch eine Software mit an Bord, die auch schon für den ersten Stand durchaus ausgereift ist. Sowohl die Smartphone-App als auch das UGOS Pro, also sprich das Betriebssystem für dieses System, ist aus meiner Sicht schon für den ersten Aufschlag definitiv gelungen, wird aber natürlich noch erweitert. Ihr habt Apps auch im UGOS Pro, das ist aus meiner Sicht auch wirklich der richtige Schritt. Da könnt ihr modular das Ganze erweitern, mit Docker später noch und so weiter und so fort. Und dafür sollte halt eben die erwähnte Hardware durchaus auch ausreichen. Ja, am Ende könnt ihr das Ding gerade für kleines Geld mit 40% Rabatt für, ich glaube, $5 zusätzlichen Einsatz könnt ihr das mit 40% Rabatt kaufen. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Wer von euch jetzt noch Fragen zu UGOS Pro oder auch zu dem Ugreen NAS-Sync-System hat, der darf sie mir herzlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.